Von hier bis hier sind das jetzt 27 Runden. Und nun markieren wir die Seiten. Ich habe da einen Faden genommen. Hier ist die letzte Masche und die markiere ich jetzt. So, und auf der anderen Seite, das heißt 20 Maschen. Da nehmen wir nämlich gleich ab, immer an dieser Stelle. An dieser Stelle, wo die Markierungen sind. Die beiden schiebe ich noch auf die andere Nadel. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Seiten. Und nun geht es weiter, und zwar fangen wir jetzt mit den Abnahmen an. Jetzt stricken wir bis zu 2 Maschen vor dem Markierten. So, 2 Maschen vor der Maschenmarkierung. Eine Masche heben wir ab und die andere Masche stricken wir. Und dann heben wir die abgehobene Masche über die gestrickte. Jetzt haben wir eine Masche abgenommen. Die nächsten beiden Maschen stricken wir zusammen ab. Das heißt, wir müssen die auf die andere Nadel schieben. Und wir stricken beide zusammen ab. So, das war die eine Seite. So sieht das aus. Und nun stricken wir zur anderen Seite und machen das gleiche nochmal. Das machen wir in jeder zweiten Reihe, diese Abnahmen. Das heißt, insgesamt nehmen wir 4 Mal ab. Das heißt, einmal haben wir schon. Und nun nehmen wir wieder ab und dann eine Runde rechte Maschen, dann nehmen wir die wieder ab. Und so weiter. So, jetzt haben wir 4 Mal. Und ab jetzt nehmen wir jede Runde an den Seiten, an beiden Seiten je eine Masche ab. So, wir haben noch 8 Maschen übrig. Hier sieht man die schöne Schräge an beiden Seiten. Und den Faden ziehen wir jetzt durch alle 8 Maschen durch und beenden die Arbeit. Als nächstes machen wir dann den Daumen. Also wir nehmen für den Daumen 17 Maschen auf. 7 haben wir ja hier schon und aus dem Teil nehmen wir dann noch 10 Maschen auf und nehmen dann, wie gesagt, 10 Maschen hier raus auf.
So, nun haben wir die 17 Maschen fertig auf die Nadeln und nun stricken wir 15 Runden glatt rechts und dann nehmen wir ab. Also erst einmal 15 Runden. So, 15 Runden fertig und nun nehmen wir ab, und zwar eine Runde, immer 2 Maschen zusammen abstricken und dann noch eine Runde rechte Maschen und dann ziehen wir die restlichen Maschen zusammen und der Fäustling ist fertig. Beim zweiten Handschuh bitte dran denken, dass ihr hier auf der anderen Seite den Daumen platziert. Also nicht eine Masche rechts neben dem rechten Rand, sondern eine Masche neben den linken Rand muss der Daumen enden. So, wir stricken jetzt noch 2 Runden, eine Abnehmrunde, eine rechte Maschen und dann sind wir fertig. So, als erstes messe ich jetzt mal den Daumen. Der Daumen ist 10 cm lang. Die Breite des oberen Handschuhs ist 16 cm. Die Länge von der Kante bis zur Spitze 37 cm. 7 cm. Das war der Handschuh. Solche Maße hat er vor dem Waschen. So, die Handschuhe sind jetzt vernäht. Also ein Handschuh wird jetzt gewaschen. Wie der Größenunterschied ist, das werden wir dann mal sehen. Und in die Trommel ein Handtuch noch zusätzlich mit rein. Wir filzen auf 40 Grad und zwar wählen wir da ein normales Waschprogramm mit niedrigem Wasserstand und ein bisschen Waschmittel. So, der Handschuh ist jetzt fertig gewaschen, aber da sind ein paar Fusseln dran, weil ich ein fusseliges Wäschestück mit reingelegt habe. Das ist natürlich nicht so schön. So, dann werde ich den gleich nochmal waschen. Ich habe den auf 40 Grad gewaschen und mit Tennisbällen. Und jetzt kann man schön sehen, wie der Größenunterschied ist. Legen wir das mal so zur Seite, dann kann man das besser sehen. Der Handschuh hat jetzt eine Länge 25 cm. Eine Breite von 12 cm und der Daumen 8 cm.